Moin und herzlich willkommen zu meiner Kochshow. Heute machen wir eine vegane Bolognese. Also die vegane Bolognese ist momentan echt was ich am meisten koche. Das essen wir auch super gerne in der WG. Und es gibt eigentlich 1000 Arten, um so eine vegane Bolognese zu machen. Da kann man wirklich die gesamte Welt des Fleischersatzes reinhauen. Ich werde aber nicht wirklich Fleischersatz reinhauen, ich bin da nicht so ein Fan von. Aber wenn ihr zu Hause veganes Hack habt, dann fühlt euch frei und haut es da rein. Für meine vegane Bolognese werde ich heute rote Linsen verwenden, die dann ein bisschen die Konsistenz haben von Hackfleisch, aber ich mag rote Linsen auch einfach super gerne. Die sind ein super guter Eiweiß und Eisen und Kalium sehe ich gerade, Lieferant. Also es ist wirklich super geeignet. Und dazu werde ich noch geräucherten Tofu nehmen. Das sind jetzt beide Sachen, die ihr eigentlich auch weglassen könntet, wenn ihr das nicht mögt. Ich weiß besonders, dass viele Leute Tofu nicht so gerne mögen, aber ich würde auf jeden Fall mal empfehlen, dass man die geräucherte Variante auch ausprobiert. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Wichtigste in der Soße das Sugo ist. Wenn ihr das Sugo gut macht, dann könnt ihr eigentlich alles reintun, was ihr wollt. Ich werde jetzt mal anfangen mit einem ganz normalen, traditionellen Bolognese-Ansatz. Ich werde mir hier Sellerie schneiden, Karotten und Zwiebeln. So, ich habe ein neues Messer, es fühlt sich dann immer so schön an. Gut, dann schneiden wir die Karotte. Wie ihr seht, ich habe die Karotte auch nicht geschält, weil das eher eine Bio-Karotte ist und ich finde, da muss man dann nicht die Haut abmachen. 80% der Vitamine sind direkt unter der Schale. Habt ihr auch nicht zu viel Food Waste. Wir haben jetzt hier unsere Base geschnitten. Ich habe jetzt noch Zwiebeln geschnitten, relativ fein. Und jetzt habe ich hier auch das Gemüse geschnitten. Das habe ich in verschiedene Strukturen geschnitten. Also ihr seht, ich habe hier diese kleinen Halbmonde, aber auch so kleine Stifte, damit wir verschiedene Muster, Strukturen und Konsistenzen haben. Und ich werde einen Teil davon jetzt gleich reingeben mit den Zwiebeln zusammen. Und den anderen Teil werde ich ein bisschen später reingeben, wenn das Sugo blubbert, damit das noch bissfest ist, damit wir verschiedene Strukturen haben. So, jetzt schwitzen wir unsere Base an. Ich gebe jetzt die Zwiebeln rein. Schön viel pflanzliches Öl. Ich habe jetzt Olivenöl genommen. Ich kann natürlich auch Rapsöl oder Sonnenblumenöl nehmen. Und dann werde ich die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte werde ich davon reintun von meinen Gemüseschnipseln. Perfekt. Ich lasse es jetzt ein bisschen glasig werden und dann nach 5 Minuten, wenn die Zwiebeln glasig sind, werde ich die Gewürze mit anrösten. Ich gebe erst ein bisschen Tomatenpüree rein. Das ist eigentlich die Base für jeden guten Sugo. Gut, wenn sich das dann ein bisschen verteilt hat, dann gebe ich jetzt Salz und Pfeffer drauf. Das ist sowieso die Base für unsere komplette Soße, weil ich da jetzt auch nicht so irgendwie noch Chili reintun möchte oder Curry oder so. Das habe ich auch schon oft von Leuten gesehen. Aber ich mache das jetzt ganz traditionell und ich möchte auch wirklich, dass wir halt so ein bisschen dieses italienische Flavor erhalten. So, jetzt hat sich das auch ein bisschen verteilt. Jetzt werden wir einen Teil von den Linsen reintun. Ich habe die jetzt gut abgewaschen, damit die Stärke, die sich an den Linsen befindet, abgewaschen wird. Gebe ich jetzt die Hälfte von rein. Dann kann das jetzt erstmal rösten und die Linsen zerfallen dann natürlich ein bisschen, weil die Linsen eigentlich schon so innerhalb von 10 Minuten kochen. Rote Linsen kochen sehr schnell eigentlich und den Rest hebe ich mir dann auf und lasse sie dann nur noch 10 Minuten mitkochen, damit wir halt diese Konsistenz noch haben, damit die Linsen noch fest sind, damit man was zum Beißen hat. Und genau, das ergänzt sich dann ganz gut und das ist dann sozusagen das Hackfleisch von unserer Bolognese-Soße. Jetzt haben wir unser Gemüse schön angeröstet und jetzt werde ich das Ganze mit Rotwein ablöschen. Ich liebe dieses Geräusch, dass halt alles schön bedeckt wird. Soll auch schön blubbern, damit halt der Alkohol verkocht und das Gemüse auch ein bisschen in dem Rotwein gegart wird, damit es auch den Geschmack annimmt.
Wenn ihr nicht gerne mit Alkohol kocht oder wenn ihr gerade einfach keinen Rotwein da habt und keinen kaufen möchtet, dann könnt ihr auch Gemüsebrühe nehmen. Oder was ich auch empfehlen könnte, ist Rotweinessig. Da würde ich aber aufpassen, weil sonst, wenn ihr zu viel nehmt, habt ihr diesen stechenden Essiggeschmack. Das habe ich auch schon mal gemacht und habe mir da leider meine Bolognese ein bisschen versaut. Bei dem Rotwein müsst ihr jetzt nicht den teuersten nehmen, aber ich würde schon darauf achten, dass ihr einen Rotwein nehmt, den ihr auch gerne trinkt. Weil das ist jetzt nicht so, dass ihr den Rotwein da reinmacht und dann verändert der magisch seinen Geschmack. Der Geschmack bleibt halt so erhalten und das ist natürlich auch die Base für euer Tisch. Der hat jetzt, glaube ich, aber auch nur 3 Euro gekostet, aber das ist halt der Vortrinkwein meines Vertrauens. Also wenn ihr so einen schon habt, dann ideal, sonst einfach trockenen Rotwein. Jetzt ist unser Rotwein verkocht. Wir haben jetzt hier eine etwas dickere Masse, würde ich sagen. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Knoblauch mit rein. Den gebe ich jetzt erst mit rein, weil ich den ziemlich klein gehackt habe und weil in der Pfanne schon ziemlich viel Action passiert, möchte ich halt nicht, dass der Knoblauch anbrennt. Dann schwenke ich das jetzt noch einmal durch. Und dann kommen auch schon unsere passierten Tomaten da drauf. Ich nehme jetzt einfach das, was ich noch da hatte. Ich hatte noch in meinem Kühlschrank passierte Tomaten, aber ich habe auch noch gestückelte, gehackte Tomaten. Die werde ich da auch noch mit reingeben. Die zerkochen eben noch ein bisschen, aber es ist auch schön, wenn man ein bisschen Struktur hat, finde ich. Gebe ich hier meine gehackten Tomaten drüber. Und das Ganze soll halt wirklich flüssig werden, damit wir auch wirklich eine Soße haben, die sich um die Spaghettis ummanteln kann. Sonst machen wir einen Eintopf und das wollen wir ja nicht. Schönes Wasser drüber. So, ich gebe jetzt noch einen Schuss Rotwein rein. Genau, dann haben wir einen schönen erdigen Geschmack. Gut, dann bereiten wir jetzt unseren Tofu vor. Ich schneide den in recht kleine Stücke. Und dann gebe ich ein bisschen Küchenpapier da drauf und drücke es fest, damit der Tofu sein Wasser abgibt. Weil das Problem bei dem Tofu oftmals ist, dass er zu viel Wasser hat und dann halt ein bisschen schwammig und nur weich schmeckt. In dieser Soße, besonders bei geräuchertem Tofu, finde ich es aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil geräucherter Tofu schon sehr viel Eigengeschmack mitbringt. So, jetzt blubbert unser Sugo schön. Ich stelle das mal ein bisschen runter, weil es soll auch nicht zu stark einkochen. Jetzt gebe ich den Rest von meinen roten Linsen rein. Gut, dann geben wir unseren Tofu mit rein. Der Grund dafür, warum ich total gerne Tofu verwende, ist, weil der schön rauchig schmeckt und in der Verbindung mit diesem erdigen Rotwein gibt es dann ein total tolles Charakter in dem Sugo ab. So, jetzt ist der Tofu drin und jetzt werde ich noch unser restliches Gemüse reintun. Immer mal wieder checken, auf jeden Fall umrühren und ja, ihr fühlt es dann ja natürlich auch, wie dick die Soße schon ist. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen von dem Packungswasser noch ein bisschen Rotwein mit rein tun, weil sonst wird das Ganze zu dick. Und dann gebe ich auf jeden Fall den Deckel drauf, damit wir keine Flüssigkeit verlieren, damit die ganze Flüssigkeit auch hier in der Pfanne bleibt und die ganzen Aromen. Vielleicht scheint es erst ein bisschen wässrig, aber wie gesagt, dadurch, dass die Linsen ja noch kochen müssen, verliert das Gericht auf jeden Fall dann auch noch ein bisschen Flüssigkeit. So, dann stelle ich das Ganze wieder ein bisschen höher und mache den Deckel drauf und derweil können wir dann unsere Pasta kochen. Ich habe jetzt Vollkornpasta genommen. Ich nehme für dieses Rezept immer Vollkorn- oder Dinkelpasta, weil ich finde, dass sich das gut mit dieser erdigen Note ergänzt und ich finde auch einfach, dass die ein bisschen interessanter schmeckt. Für das Pastawasser super wichtig, habt ihr bestimmt schon 1000-mal gehört, aber auf jeden Fall ordentlich viel Salz rein. Ihr könnt da ruhig eine Nordsee entstehen lassen.
Wenn euer Gericht dann hinterher fertig ist, dann gebt ihr noch ein bisschen was von dem Pastawasser mit drauf, um das Ganze abzurunden, um das Ganze ein bisschen geschmeidiger zu machen. Da ist dann die Stärke mit drin, das Salz, also das bindet dann nochmal die Soße und bringt es dann alles zusammen. Und genau, das ist auf jeden Fall auch wichtig, um ein schönes Spaghetti-Gericht zu zaubern. So, das Ganze ist jetzt schön sämig. Die roten Linsen haben sehr viel von der Flüssigkeit aufgenommen. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen flüssiger zu machen, werde ich jetzt noch ein bisschen was von dem Pastawasser hinzutun. Das Ganze dann natürlich noch salzt. Ich finde es schon super. Ich würde es auf jeden Fall so lassen. Man schmeckt den Rotwein. Die Soße schmeckt schön rauchig vom Tofu. Ich werde jetzt noch ein bisschen frischen Pfeffer drauf geben und dann können wir auch schon anrichten. Die Soße kann man sehr gut in 15 bis 20 Minuten machen. Kommt darauf an, wie lange ihr es einköcheln lassen möchtet. Und dann habt ihr schon ein super leckeres veganes Gericht. Und Jakob, hast du Hunger? Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Top Essen.